Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Für meine Hintergrundbemalung habe ich mir heute zwei Farben ausgesucht. Einmal das Naphthol-Rot und das dunkle Gold von Amsterdam. Und nachdem ich mit meiner Farbmischung zufrieden war, habe ich die Farbe einfach mit einem Palettenmesser auf meine Leinwand geworfen. Anschließend verteile ich meine Hintergrundfarbe mit einem sehr breiten Flachpinsel und meine Leinwand ist heute 50 x 50 cm groß. Ich empfehle, die Hintergrundfarbe einmal anzutrocknen, damit sie sich nicht mit der nächsten Schicht mischt. Ob das jetzt mit dem Föhn ist oder ob man die Leinwand 1-2 Stunden liegen lässt, das ist ganz dir selbst überlassen. Erinnerst du dich noch an das Bild, was ich ausschließlich mit der Luftpolsterfolie gemalt habe? Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir heute wieder ein Stück Luftpolsterfolie geschnappt habe und jetzt verteile ich als Komplementärfarbe zu meinem hellen Rot-Gold-Gemisch Ultramarin auf meiner Luftpolsterfolie. Das Andrücken der einzelnen Noppen macht auch richtig viel Spaß, weil man so ein bisschen den Widerstand spüren kann. Du solltest jedoch nicht so feste aufdrücken, dass die einzelnen Luftpolsterkammern platzen, denn sonst hat man keine Struktur auf der Leinwand. Bei meinem ersten Abziehen sieht man, dass ich noch recht vorsichtig war mit dem Verteilen der Farbe und deshalb entschließe ich mich, ein bisschen mehr von dem Ultramarin aufzutragen und nochmal etwas sorgfältiger die Luftpolsterfolie abzustreifen. Dann bringe ich noch eine neue Farbe ins Spiel, und zwar eine sogenannte Perlfarbe. Die Perlfarben schimmern ein bisschen perlmuttartig, wenn sie aufgetrocknet sind, und ich habe mich hier für den Auftrag für das Perlgrün entschieden. Dadurch, dass ich keine neue Luftpolsterfolie verwendet habe, mischt sich natürlich das Blau mit dem Perlgrün und ergibt dann diese wunderbare hellblaue Struktur. Beim Auftragen achte ich in jedem Fall darauf, dass noch möglichst viel von meinem hellroten Hintergrund zu sehen ist, denn heute habe ich vor, nicht nur mit der Luftpolsterfolie zu arbeiten, sondern tatsächlich anschließend über diese wunderbare Struktur zu rakeln. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, mit welcher Farbe möchte ich gerne die erste Schicht rakeln?
Und während ich noch so überlegte, dachte ich mir, dass vielleicht der Rotton aus dem Hintergrund etwas zu kräftig wäre und ich es vielleicht mit der roten Perlfarbe versuchen könnte. Meine Idee war dabei, die Farbe jetzt nicht möglichst dick aufzutragen, sondern zu gucken, ob ich das Werkzeug so leicht führen kann, dass dort die Struktur der Luftpolsterkammern erhalten bleibt. Auch wenn sich jetzt mit dem nächsten Farbauftrag ein paar Stellen verdichten werden, wie es halt typisch ist für die Rakeltechnik, kann ich doch sehr gut erkennen, dass die Struktur meiner Luftpolsterkammern richtig gut in den Rakelbahnen zu sehen ist. Ich glaube, hier muss ich mir auch mal eine neue Tube anschaffen. Jedenfalls fand ich es sehr schön, jetzt mit einem dunklen Blau zu arbeiten und damit auch wieder einen Kontrast zu der vorher aufgetragenen hellen Perlfarbe zu schaffen. Die Perlfarbe sieht momentan noch sehr weißlich aus. Und das Geheimnis liegt darin, wenn sie dann aufgetrocknet ist, fängt sie an, in der dafür vorgesehenen Farbe zu schimmern. Schön finde ich auch, dass sich das dunkle Blau etwas mit der Perlfarbe vermischt. Und wenn du gleich ein bisschen dahin guckst, siehst du, dass auch die Perlfarbe mit dem Blau zusammen einen ganz leichten, zarten, violetten Mischton hervorbringt. Bislang gefällt mir der dunkle Farbton richtig gut auf meiner Leinwand und auch hier bilden sich jetzt teilweise Inseln aus der Rakeltechnik und teilweise entstehen Inseln, weil die Luftpolsterfolie diese Struktur hinterlassen hat. Als nächste Schicht habe ich mich für die Metallic-Farbe Gold entschieden und wenn du aufmerksam hingeschaut hast, hatte ich meine Glättkelle vorher nicht gesäubert. Ich mag einen ganz bestimmten Farbton. Das ist etwas, was ich für die Kalligrafie als Tusche habe. Und zwar ist das ein Farbton, der sich Altgoldgrün nennt. Und wenn ich jetzt die Farbschicht des dunklen Blaus mit dem aufgetragenen Gold mische, und dann entsteht teilweise genau dieser Farbton. Ich mag diese Zwischentöne, die da herauskommen. Und ich weiß aber auch, dass das nicht jedermanns Sache ist. Doch ich fand es für dieses Bild, dass es genau die richtige Farbschicht ist.
Während ich die Leinwand gedreht habe, um noch einmal Gold in der Ecke aufzutragen, habe ich mich gefragt, ob das Bild fertig ist oder ob ich da gerne noch eine Schicht auftragen würde. Und dann habe ich mir ganz in Ruhe Zeit genommen, nochmal ein Stück gerakelt und festgestellt, dass das Bild für mich erstmal fertig ist. Und dann gucken wir uns es auch nochmal vom Nahen an. Und was ich hier sehr schön finde, ist, dass beide Strukturen zu sehen sind. Einmal die Struktur, die die Luftpolsterfolie hinterlassen hat, und einmal die Struktur, die entsteht, wenn man die Rakeltechnik anwendet. Im getrockneten Zustand erkennt man jetzt die glänzenden Schichten der Perl- und der Metallicfarbe. Ich kann wunderbar zu diesem warmen, hellen Rotton im Hintergrund durchgucken. Ich habe dunkle Strukturen auf meiner Leinwand, die wunderbaren Inselbildungen und auch den Mischton zwischen Gold und dem dunklen Blau sowie dem dunklen Blau und der Perlfarbe Rot. Das Ganze zeige ich euch dann auch gerne nochmal aufgehängt an der Wand. Hier wieder in einem anderen Licht ergibt sich schon wieder ein anderer Eindruck, aber der Grundeindruck bleibt. Ich liebe diese neue Struktur, die sich da ergeben hat, und ich finde auch, dass die Farben diesem Bild grundsätzlich gut tun, auch wenn sie teilweise etwas ungewöhnlich erscheinen. Ich würde mir wünschen, dass du etwas zu der Farbkombination in die Kommentare schreibst, mir vielleicht auch verrätst, was deine Lieblingsfarbkombinationen sind. Und ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video gefallen hat, du meinen Kanal abonnierst, mir ein Like hinterlässt und einfach eine schöne Zeit mit meinem Video verbracht hast. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir eine wunderbare kreative Zeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in 2 Wochen.